Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind auf der Welt 50 international. Hier waren wir ja schon lange nicht mehr unterwegs, hier auf YouTube. Und ich wollte euch mal ein kleines Update zu meinem Krieger zeigen. Und zwar ist es relativ interessant auf jeden Fall, da jetzt viele Leute aus der Dungeon-Pause rausgegangen sind. Und ja, viele, die man lange nicht mehr so gehört hatte, die Untergrund gespielt haben, kann man so sagen, sind jetzt wieder hier oben mit dabei. Neutral habe ich gesehen, der hatte, glaube ich, vor 1-2 Tagen gerade erst seine Dungeons genommen. Es hat jetzt hier auch schon ein krasses Level am Start. Die ersten gehen in Richtung 500 zu. Und ja, ich kann mich aber trotzdem weiterhin immer noch ganz gut halten, obwohl ich die Dungeon-Pause nicht gemacht habe. Und ja, generell zur Situation hier auf W50. Wir sind ja noch immer mit unserer Holzfällerhütte. Oh, hier sehe ich gerade 2 Tage inaktiv. Mit der Holzfällerhütte sind wir immer noch sehr gut am Start hier. Wir haben eine super aktive Gilde und wir haben auch echt, das ist schon längere Zeit nicht mehr vorgekommen, weil sonst ist es gar nicht so einfach, seinen Aufgaben als Gildenoffizier oder als Gildenleiter nachzukommen. Aber momentan haben wir echt viele auf der Warteliste. Also wirklich, ich glaube, eine Handvoll oder sogar mehr. Also es ist für den Server ist es viel, weil wir tauschen auch wirklich relativ selten aus. Und nur wenn halt wirklich mal welche absolut inaktiv sind und also wenn es halt schon in Richtung 2 bis 3 Tage ohne, sag ich mal, Abmeldung geht, dann werden wir da schon hellhörig und dann kriegen die Leute nochmal eine Chance, nochmal eine zweite Chance, wir sind da mal sehr gütig, vielleicht auch nochmal eine dritte, so, aber wenn es da nicht geht, dann müssen sie halt raus. So, ne? Die meisten sehen es dann auch selbst ein und ja, woran liegt das? Die Situation ist nach wie vor auf W50 ziemlich festgefahren. Wir sind hier mit der Holzfällerhütte nach wie vor immer noch stabil auf Platz 5. Ich würde mal sagen, die Leistung ist bisher gleich geblieben jetzt über. Also ich konnte die Leistung halten, sag ich mal. Wir können uns weiter etablieren und unsere Leistung halt auch ausbauen. Wir sind ja eine langfristige Gilde und ich habe ja auch eine Klasse genommen, die ich halt auch ins Super Late Game spielen möchte. Mit dem Krieger, denke ich mal, habe ich da die richtige Wahl getroffen und viele aus der Gilde halt haben auch dasselbe Ziel auf W50. Was meine ich mit festgefahren? Und zwar sieht man das halt ganz gut von der Aufteilung her. Leider ist jetzt momentan die Gilde Olympia zerbrochen. Ich weiß nicht genau warum, die waren ja auch schon seit Anfang an mit dabei gewesen auf dem Server hier und sind leider dabei, sich aufzulösen, beziehungsweise sind jetzt schon fast komplett aufgelöst und haben noch ein paar Leute drin, die hier noch auch hohe Accounts haben. Ich weiß nicht, was mit den Leuten ist, ob die noch bis zuletzt drin bleiben wollen oder nicht. Aber so macht es ja jetzt in der Form jetzt keinen Sinn mehr, großartig, aber ich denke mal, sie wollen die Leute wieder neu ranholen. Man sieht ja offen ab, für Beitritt ab Stufe 1. Also kann hier quasi jeder beitreten. Und es macht sich bemerkbar, wenn eine Gilde auf W50 mit dem aktivsten Server, würde ich mal sagen, zerbricht. Denn die Aufteilung der Gilde, der Spieler in die anderen Gilden ist mehr als schwierig. Denn jeder in den Top-Gilden hier hat seine feste Crew. Und da sind kaum Leute dabei, die die Gilde verlassen oder inaktiv werden. Das ist auf W50 wirklich extrem krass zu merken. Und es hat lange, lange Zeit gedauert. Ich habe schon relativ früh mitbekommen, dass Olympia sich auflösen möchte, beziehungsweise von den Membern. Von einigen hatte ich gehört, dass das zerbricht. Und es hat wirklich lange gedauert, bis halt viele Leute sich aufgeteilt haben auf verschiedene Gilden hier, weil halt wirklich alles rappelvoll ist. Und nicht ohne Grund haben wir auch sehr viele Warteplätze momentan gerade. Es ist wirklich verdammt schwierig, auf W50 neue Leute bzw. aktive Leute zu finden, die ohne Gilde sind oder ihre Gilde verlassen wollen. Weil wir hatten auch eine Zeit lang eine Phase, wo immer mal einer raus ist und da musste man jemand Neues finden und das ist verdammt schwer, jemanden zu finden, der einigermaßen noch mit unserer Gilde mithalten kann und trotzdem irgendwie zu uns kommen möchte. Ne? Das ist ja auch die Sache so. Ne? Deswegen W50 ist absolut heftig. Hier tut sich nichts. Das ist komplett festgefahren alles hier.
Die Leute haben ihre festen Gilden, das ist komplett krass. Vor allen Dingen merke ich es halt jetzt momentan als Gildenleiter halt extrem krass. Vorher habe ich es gar nicht so gemerkt, aber jetzt muss man sich halt ein bisschen drum kümmern, um auch eine aktive Gilde zu leiten, beziehungsweise die auch zu halten. Und deswegen bin ich auch umso stolzer oder umso fröhlicher darüber, dass wir uns trotzdem hier auch auf so einem krassen Server trotzdem auf Platz 5 halten können hier mit der Gilde. Und das halt auch schon über ja, längere Zeit jetzt schon. Ne? Und deswegen vielen lieben Dank an alle Leute, auch die hier in der Gilde sind. Dankeschön an die Offiziere, die auch immer fleißig Arbeit leisten. Und danke an alle Leute, die hier auch aktiv am Start sind. Macht nach wie vor immer noch sehr viel Spaß. Und ja, das mal so zu der kleinen Situation hier auf W50. Ansonsten zu meinem Char. Ich habe jetzt hier einen neuen Dungeon in der Lichtwelt freigeschaltet. Da konnte man ja rein ab Stufe 480, glaube ich, war das jetzt. Ne, ich bin ja jetzt 481, ich glaube 480 konnte man hier rein. Ich habe die Dungeons hier noch nicht gemacht. Das können wir sehr gerne mal probieren und mal gucken, wie weit wir hier kommen. Das ist halt der schwerste Dungeon in der Lichtwelt. Ich bin sehr gespannt. Und in der Schattenwelt, ja, sieht es momentan, also man kommt nicht wirklich weiter hier momentan. Ne? Es ist auch in den Dungeons, sowohl in der Ehrenhalle als auch in den Dungeons, ist es ziemlich festgefahren. Ich glaube, ich hätte eine Chance gegen Jan, der Hacker, aber die ist auch nicht sehr groß. Ansonsten ist es wirklich sehr schwer, hier auch noch weiterzukommen. Man verbessert sich jetzt nicht mehr so schnell. Man geht trotzdem noch weiter auf Erfahrung, dass man halt mehr, ne, beziehungsweise höher am Level kommt, um mehr Gold zu generieren und so weiter und so fort. Ja, und jetzt gucken wir mal einfach rein in den neuen Dungeon, den wir hier freigeschaltet haben. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich wirklich extrem darauf, hier meinen Krieger ins Late-Game zu befördern. Das ist sehr nice. Ist ja, also ich habe ja wirklich meine 3 Main-Klassen, mein Magier, mein Battle Mage und mein Krieger. Und der Battle Mage ist ja quasi eine Zusammenführung zwischen Magier und Krieger. Also ist schon irgendwie ist doch alles eins, so gefühlt, ne? Ich spiele den Magier einzeln, den Krieger einzeln und den Battle Mage so ein bisschen die Kombi, ne? So Magier, zack, hier, bam, Feuerbälle und zack, zack, aber trotzdem tanky, ne? Deswegen, jetzt zweimal den ersten, achso, oder hatte ich den nicht besiegt? Boah, 300 Millionen. Ich hätte nicht gedacht, dass der erste Gegner hier schon direkt die volle Anzahl an XP bringt, das ist sehr nice. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Server ist halt auch weiterhin hier in der Ehrenhalle sehr aktiv. Wie gesagt, viele Leute sind aus der Dungeon-Pause raus, man kann sich das jetzt vergleichen. Neutral ist das beste Beispiel, weil er jetzt, ich weiß gar nicht, wann er angefangen hatte mit der Dungeon-Pause, aber er hatte die gerade vor 2-3 Tagen oder so genommen, das hat man auch gemerkt, auf jeden Fall. Stat-punkttechnisch sind wir ungefähr gleich, ich glaube, ich bin ein bisschen basispunkttechnisch bin ich ein bisschen voraus, aber halt auch nicht sehr viel. Jetzt ist er mir halt eben ein paar Level voraus. So, ne? Hat hier aber auch schon 18er Verbesserung, das ist extrem heftig. Ich gurke hier gerade mal so auf 12ern rum. Das ist krass. Also das sind schon heftige Verbesserungen, die er hier am Start hat. Ich habe gar nicht geguckt, wie die anderen hier so aussehen, verbesserungstechnisch. Machen die, ja, halten die aber auch gut mit hier. Manche mehr, manche weniger. Aber ja, die Leute sind krass hier auf W50, muss man einfach so sagen. Die sind heftig. Ne? Also nach wie vor geht immer noch die Empfehlung raus, falls ihr einen aktiven Server sucht, wo ihr langfristig spielen wollt, wo ihr, wenn ihr nicht einen Server wollt, wo ihr schnell aufsteigt, dafür aber das relativ inaktiv ist auf dem Server, hier steigt ihr halt nicht schnell auf in der Ehrenhalle, aber hier könnt ihr halt sicher sein, hier battlen sich, also hier ist eine große Konkurrenz, und das ist halt nice, das belebt auch den Server, das ist cool irgendwo, ne? Auch wenn es ein bisschen festgefahren ist überall, trotzdem merkt man es halt extrem krass, auch im Vergleich jetzt zu anderen Servern. Ja, gucken wir mal weiter. Monster Truck, First Try, sehr schöne Sache und wir sind Stufe 482, das ist auch sehr nice. Ich weiß gar nicht, kriegen wir den kompletten Dungeon jetzt hier schon down? Das wäre natürlich heftig, ne? Keine Ahnung, wie schwer der jetzt hier in der Lichtwelt ist für meinen Krieger jetzt hier so, ne? Da habe ich gar keine Ahnung. Ich muss auch noch irgendwas in die Toilette schmeißen hier. Das mal in die Toilette. So, Gegenstand zerlegen, weg damit. Ich glaube, ich mache das mal so hier. Ja. Boah. Gute Sachen hier auf jeden Fall am Start. Wir brauchen das Gold, wir müssen mehr Basispunkte aufbauen, wir müssen uns ein bisschen verbessern.
Der Sandkästenwurm. Mal schauen, kriegen wir den down. Sehr schöne Sache. Ey, haben wir hier noch eine richtige Dungeon-Push-Folge hier auf W50. Wer hätte das mal gedacht? Und vor allen Dingen ist halt ganz gut, wir haben es ja jetzt noch gerade, wo ich das Video aufnehme, hier Hexen-Event. Das heißt, die ganzen Sachen können wir auch direkt verwerten. Das ist sehr nice. Und ja, frisch freigeschalteter Dungeon wirklich, ne? Sehr schöne Sache. Ne? Und ja, finde ich gut. Dass das hier so easy... Ja moin, das ist ja gar keine Herausforderung. Riesenversteher. Ja, nice. Da haben wir auch direkt ein Achievement freigeschaltet hier. Ja, ich glaube, das mache ich auch weg. Hier 20 Mille, das schmeckt schon. Das schmeckt schon. Sehr, sehr schön. Ja, nice. Haben wir die Lichtwelt wieder gecleart. In der Schattenwelt dauert es noch ein bisschen, bis wir hier den Dungeon freischalten. Minimal. Aber ja, also ich hätte mir die auch jetzt aufheben können noch, aber das bringt jetzt fast gar nichts, sich hier noch ein paar Dungeon XP aufzubewahren für die paar Punkte hier. Und ja, wir können zum Schluss nochmal uns ein bisschen rantasten an den Dungeons hier in der Schattenwelt, aber ich sage euch eins, das wird nichts werden. Die sind hier extrem heftig unterwegs. Obwohl, wenn ich den tanzenden Pilz so sehe, boah, da sind gute Tries dabei. Aber die Prozentanzahl im SF-Tools hat mir da was anderes gesagt. Ist halt ein Magier, macht halt auch gegen mich als Krieger konstanten Schaden irgendwo. Ist aber nicht unmöglich. Aber sah unverhofft gut aus, sag ich mal. Ne? Den speichere ich mir mal so ein bisschen im Hinterkopf ab. Wir probieren uns hier mal so ein bisschen durch. Die Tries gegen den Pilz sahen jetzt wirklich am besten aus. So, Jan der Hacker hat prozentual gesehen die meisten Erfolgschancen hier zu fallen heute. Die waren aber auch bei 0,6 oder so, ne? Also auch alles andere als hoch. Deswegen, oh, nice. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre es heute hier gewesen. Aber gut, lasse ich mich natürlich eines Besseren belehren. Gut, der nächste Gegner ist wieder ziemlich schwierig. Ja, den Zyklopen, der sieht auch machbar aus. Das ist halt ein Krieger, ne? Kann man ein bisschen reinlacken, kann man da schon, im Gegensatz zu dem Pilz, ne? Da kann man nicht so gut reinlacken, da kann man nur kritten, aber nicht blocken. Ja, und ausweichen auch nicht, ne? Die Kunigunde kann auch nicht ausweichen. Ja, okay, ich glaube, da müssen wir uns auch noch ein klein wenig gedulden, aber ich gucke noch mal kurz, was der Pilz macht hier. Der Pilz, der sah mir verdächtig close aus. Ne? Die Tries, muss man sagen, die sind sehr knapp. Aber ich glaube, das ist ein Bait. Ich glaube, der will noch nicht so ganz, wie ich das will. Die sehen zwar knapp aus alle, aber da fehlt so ein bisschen an der, weiß ich nicht, an dem Random-Faktor, glaube ich. Die sehen konstant knapp aus, also relativ konstant. Wer weiß, ob man da schon mit dem maximalen Schaden schon rumhantiert hier mit den knappen Tries. Ja, naja, ich würde sagen, ich glaube, wir lassen das mal sein. Wir können auch das Glücksrad mal drehen hier zum Gold-Event. Mal schauen, ob wir da ein bisschen Glück haben beim Glücksrad. Wir wollen natürlich auch das Gold haben. Zweimal Gold gehittet. Okay, muss nicht unbedingt sein. Wir haben eine Waffe bekommen hier, eine Stärke. Was sagt denn der Beardram dazu hier? Okay, bessere Spanne. Ich habe gar nicht Maximalrune, sehe ich gerade hier, 59. Ja, die kann man tatsächlich auch nehmen. Habe ich noch eine bessere Rune hier am Start oder so? Nee, das sieht ganz düster aus hier. Hier? Nee, auch nicht. 715, ja, okay. Dann Edelsteinsockel. Wir equippen ihn mal. So, kurz, beinahe ist vergessen, wir müssen noch die Rune tauschen hier. Und zwar auf das Teil, ja, die paar Prozente nehmen wir mit. Jetzt machen wir die Steingewinnung. Hat der Beardram noch eine neue Waffe. Sehr schön. Gut, ob das was bringt, keine Ahnung. Vielleicht liegt da jetzt der, warte mal, kurz noch das Gold festskillen hier. Vielleicht jetzt ganz random mit dem kleinen Damage Boost liegt jetzt der Pilz. Der Beardram macht's aus, ja. Wir geben ihm noch 10 Tries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so schnell sind 10 Pilze weg. Gut, aber
das soll soweit mit der heutigen Folge gewesen sein. Ein voller Erfolg, mal ein kleines Update von W50 und ja, das war es soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.